US-amerikanische Generalkonsulin Emily Patterson. Ich freue mich sehr, heute Abend bei Ihnen zu Gast zu sein. Ihrer Einladung zur Hamburger AIDS-Gala bin ich sehr gerne gefolgt. Die Eindämmung von HIV-AIDS und die verbesserte Versorgung der HIV-Infizierten und AIDS-Kranken liegen der US-Regierung und auch mir ganz persönlich sehr am Herzen. Ich bin auch ein großer Fan von Herrn Beckmann. Mit ihm wissen wir, dass heute Abend eine hervorragende Veranstaltung erleben werden. Im Juni dieses Jahres ehrte sich die Entdeckung von HIV-AIDS zum 30. Mal. Es ist eine bemerkenswerte Geschichte, wie die Menschheit dieser Pandemie, die zu den schlimmsten in unserer Geschichte zählt, begegnet ist. In jedem frühen Jahren, als wir mit großer Unsicherheit den Welt-AIDS-Tag begingen, hätte sich niemand vorstellen können, dass wir schon heute selbstbewusst bei einem Motto wie diesem angelangen könnten: Getting to Zero. Ja, wir sprechen heute über die reale Möglichkeit einer AIDS-freien Generation. Wir alle glauben fest daran, dass wir diese Krankheit besiegen können und werden, sonst wären wir heute nicht hier. So hat es auch Präsident Obama in seiner Rede zum Welt-AIDS-Tag gesagt: Täuschen Sie sich nicht. Wir werden diesen Kampf gewinnen. Er ist aber noch nicht vorbei, noch lange nicht. Wir haben noch viel Arbeit zu leisten. Ich habe in meiner diplomatischen Laufbahn in vielen verschiedenen Ländern gearbeitet. Meine letzte Dienststelle war in Nairobi, Kenia. Dort habe ich die dramatischen Folgen von HIV-AIDS besonders intensiv und hautnah erfahren. Es war offensichtlich, dass AIDS nicht nur eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe betrifft, sondern alle Menschen, Männer, Frauen und Kinder. Viele haben es schlichtweg abgelehnt, sich testen zu lassen. Für mich war völlig klar, dass es immer der erste Schritt sein muss, bei den jungen Menschen ein Bewusstsein für diese Krankheit zu schaffen. In Kibera, dem größten Slum Nairobis, habe ich einen jungen Mann getroffen, der beide Eltern durch AIDS verloren hatte und jetzt Enthaltsamkeit praktiziert. Dort bin ich auch vielen HIV-positiven Frauen und ihren HIV-positiven Kindern begegnet. Die US-Regierung hat viel zur Eindämmung von HIV-AIDS und der verbesserten Versorgung der HIV-Infizierten und AIDS-Kranken geleistet. Das ist eines der Felder, für das es überparteiliche Unterstützung gibt. Republikaner und Demokraten haben im Kongress kontinuierlich zueinander gefunden, um die notwendigen Maßnahmen zu finanzieren, in den USA und überall auf der Welt. Dies galt zur Amtszeit von Präsident Clinton und Präsident Bush, wie es jetzt gleichermaßen gilt in der Amtszeit von Präsident Obama. Denken Sie nur an das President's Emergency Plan for AIDS Relief bzw. PEPFAR.
den Präsident Bush 2003 begründet hat, und die Global Health Initiative von Präsident Obama. Die Vereinigten Staaten unterstützen derzeit die antiretrovirale Therapie von annähernd 4 Millionen Menschen weltweit. 4 Millionen Menschen. Und allein im letzten Jahr haben wir 600.000 HIV-Infizierte mit Medikamenten versorgt, sodass 200.000 Babys HIV-frei geboren werden konnten. Und annähernd 13 Millionen Menschen haben Pflege und Behandlung erhalten, darunter 4 Millionen Kinder. Mit ein wenig Stolz kann ich sagen, dass kein anderes Land mehr für die Bekämpfung von HIV/AIDS geleistet hat als die Vereinigten Staaten von Amerika. Aber wir werden es nicht dabei belassen. Während die AIDS-Rate anderswo sinken mag, beispielsweise in Deutschland, so tut sie das nicht in den Vereinigten Staaten. Die Infektionsrate ist dort seit Jahren fast unverändert. Etwa 1,2 Millionen Menschen in den USA sind HIV-positiv. Um das zu ändern, hat Präsident Obama im letzten Jahr erstmals eine nationale HIV-AIDS-Strategie erlassen. Das übergeordnete Ziel dieser Strategie ist es, auf nationaler Ebene das Vorgehen gegen HIV stärker zu koordinieren. Im Mittelpunkt der Strategie stehen die Reduzierung der Anzahl neuer HIV-Infektionen, die Verbesserung des Zugangs zu Medikamenten und Versorgung für HIV-positiv sowie ein Abbau von auf HIV basierenden gesundheitlichen Ungleichheiten. Präsident Obama hat zudem das Einreiseverbot für HIV-Infizierte in die USA aufgehoben. Infolgedessen wird im nächsten Jahr die internationale AIDS-Konferenz wieder in den Vereinigten Staaten stattfinden, zum ersten Mal seit über 2 Jahrzehnten. Wie ernst dem Präsidenten diese Initiative ist, hat er nicht zuletzt dadurch unterstrichen, dass er trotz der angespannten Haushaltslage die finanziellen Mittel für den Bereich HIV/AIDS im Land in seinem Haushaltsplan für 2012 nicht nur beibehalten, sondern sogar erhöht hat. Das Signal ist eindeutig und das Signal ist richtig. Bei der HIV-Prävention und der Betreuung von HIV-Infizierten und AIDS-Kranken darf nicht gespart werden. Nicht in den USA, auch nicht in Deutschland, nicht in Afrika und nirgendwo auf der Welt. Aber der Staat allein kann nicht alles leisten. Mindestens genauso wichtig sind private Initiativen und NGOs und nicht zuletzt Benefizveranstaltungen wie die heutige AIDS-Gala in Hamburg. Ich hoffe, dass der heutige Abend einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung der AIDS-Hilfe Hamburg erbringt, damit sie ihre erfolgreiche Arbeit auch in Zukunft fortsetzen kann. Setzen Sie sich weiter ein für alle von HIV/AIDS Getroffenen, denn, wie Präsident Obama vor einigen Tagen sagte, wir können
diese Krankheit besiegen. Wir können diesen Kampf gewinnen. Wir müssen nur weitermachen und hartnäckig bleiben, heute, morgen und an jedem anderen Tag, bis die Zahl der AIDS-Patienten bei 0 liegt. Das müssen wir einander auch versprechen, denn wir haben bereits viel erreicht und so viele Leben gerettet. Jetzt sollten wir diesen Kampf zu Ende führen. We have come very long, last 30 years we have worked hard and we are almost there. So since we made so much progress, why not go to the end of the race until we see that 0 number? Vielen Dank.